So, jetzt können wir uns ein bisschen hier umsehen. Tell me, how do you see the world? Oh. Vampire weiden sich an unsere Seele. Vampire trinken unser Blut, doch sie weiden sich an unsere Seele. Können wir glauben, dass Menschen, die von unseren verkommenen Kreaturen mit ihren fauligen Mäulern gebissen wurde, in den Himmel kommen? Nein, ihre Leiber wurden geschändet und ihre Seele verdorben. Zusammen mit den Heerscharen an blutsaugenden Dämonen ist ihr Platz in der Hölle. Vampire weiden sich an unsere Seele. Clances Crossley, melden Sie sich für weitere Informationen bei uns. Okay, hier ist eine Menge Blut. It's locked. Das ist verschlossen. What kind of... Brief von Loretta. Mein lieber Bruder, dies ist die Entschuldigungsbrief, den du niemals lesen wirst, weil du meinetwegen dein Augenlicht verloren hast. Ich weiß, dass du mich für das hasst, was ich getan habe, auch wenn du es nie aussprichst. Wir Bros hüllen uns lieber in Schweigen, nicht wahr? Deshalb nehme ich all meinen Mut zusammen, um mein Gewissen zu entlasten. Ich schreibe dir diesen Brief und hinterlasse ihn dir in deinem Labor, solltest du ihn jemals finden und mich danach fragen. Lese ich ihn dir vor. Sollte ihn jemand anderes lesen, nun, wie ich oben schrieb, habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Also, Mensen, es tut mir leid. Mir tut es leid, was ich getan habe und in welchen schrecklichen Lage es dich gebracht hat. Es tut mir leid, dass du nun ein blinder Mann bist, der seinem nutzlosen Leben Sinn zu geben versucht. Wenn ich nur eine einzige Sache in meinem Elendleben ändern könnte, würde ich ungeschehen machen, was vor einem Jahr passiert ist. Ich schwöre es, Mensen. Könnte ich dir meine Augen geben, damit du wieder sehen könntest, würde ich es tun, aber so läuft es eben nicht. Richtig? Deshalb verzeih mir bitte, mein Bruder. Loretta. Gentleman pays visits to people at this late hour. Ja, ich ignoriere einfach, was du gerade sagst. Wenn ich einfach zu sehr beschäftigt bin, deine Sachen hier durchzuwühlen. Haha. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reid. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reid? The eminent surgeon? My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Oh, hi. Du hast Migräne, deswegen gebe ich dir einen Trunk. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse than usual. Can you give me something? Ja. Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. Neuigkeiten zur Schwester Dorothy Apotheke. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? I don't know who she is. Oh, können Sie Blindenschrift... Ihr Leben in London. Wissen Sie noch mehr über mich? And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reid. Oh, how I envy you. Ah, ja. Kümmert sich jemand um Does Sie? someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Begrüßen Sie Ihre Besucher nicht? Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Wo geht sie hin? Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel.
Oho, das geht gar nicht. Persönliche Fragen. Die Schuld ihrer Schwester gegenüber. Why does your sister feel so guilty about what happened to you? Because she knows I'll never forgive what she did to me. You run an illegal business with someone you hate? I don't hate my sister. She looks after me, we have a good time. But I'm just not ready to forgive her. Okay, das ist schade. Können Sie Blindenschrift? Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reid. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Ich habe noch eine Seite des Notiz I gefunden. found another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Okay, mehr habe ich nicht. Okay, danke schön. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Tell me, how do you see the world these days? Okay, wir haben 2 gefunden. Uns fehlen aber noch 2 andere. Wo finde ich die denn bloß? Ach ja, ein neuer Dialog ist verfügbar. Okay, das muss ich auch noch gleich machen. Ja, jetzt werden die alle gesund. Bringe die Notizen Bildschirm vermelden 3 von 4. Also fehlt noch einer oder fehlen noch 2? Da bin ich gerade nicht so sicher. Okay. Solange können wir das ja nicht mal verfolgen, weil... Die Minderheitskizze muss ich auch noch finden. Zeitungartikel, gefalteter Brief von Loretta. Von der Waffe haben wir. Ach, wir haben die Briefe ihnen jetzt gegeben, oder wie jetzt? Tagebuch. Schlüssel zur Kanalisation. Dann haben wir noch einen Schlüssel zum Lagerhaus. Ein einfacher Schlüssel, der wahrscheinlich zu einem Vorhängeschloss oder einen ähnlichen Schloss gehört. Und keiner Schlüssel. Ja, was fragt man sich denn wo? Schlüssel zu einem Haus Gonswick. Ja, das ist die Leichenhalle. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Okay, Manson erholt sich. Gut. Dann gehen wir mal zurück zu seiner Schwester und fragen mal nach, was da los ist. Gibt es da irgendwie eine Art Abkürzung? Nö. May, ich kann echt lange nicht so sitzen, wie du das möchtest. Not a good place for a stroll. Okay, falsch rum. Entschuldigung. Don't come closer. Ich wusste nicht, dass man einfach so vorbeigehen kann. Okay,
Können ja ein bisschen schneller gehen. So. A lot of people are talking about this Colossus. Perhaps I should Dann reden wir mal mit Loretta. Good evening, my dear colleague. Leben in London. Sie können nicht einmal eine Erkältung heilen. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers, who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Überhaupt nicht. Ein Placebo kann eine Wirkung haben. Eigentlich wollen sie gar nicht helfen. Sie sind eine Heuchlerin. Machen wir das hier. Weil eigentlich hat Dr. Reid recht. Also, das hilft niemandem. Well, as it is a placebo of sorts, perhaps it may have some positive effect. See? You have to admit I'm doing some good. The Swanborough family is not poisoning anybody, Doctor. Ja, trotzdem. Persönliches? Warum sind sie schuldig wegen ihres Bruders? Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine. Vielleicht ist in einer medizinischen Einrichtung kompensieren sie ihre schlechten Gewissen, Dummköpfe. Vielleicht in einer medizinischen Einrichtung. Don't you think he needs to be somewhere he can receive appropriate medical care? Mason wants to be useful, can you understand that? And chemistry is his passion. And the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Ich weiß nicht. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Ich glaube, wir sollten jetzt mal zurückgehen. Dann gehen wir dahin, dann gehen wir dahin und dann gehen wir dahin. Okay. Dann wissen wir das schon, ne? Ich sage, gehen wir dahin, gehen wir dahin, gehen wir dahin. Weil wir haben jetzt um die Leute hier gekümmert. Ja, wir müssen da lang. Wo sind wir? Okay, den Ort kenne ich ja gar nicht, oder? Oh, wir sind hier hinten. Kann es sein, dass es hier so eine Art Aufdingsen gibt? Aha. Warte mal, das heißt, hier gibt eine Szene, wo wir hier reingehen können. I cannot enter. Keine Ahnung. Wir sollten einfach da den Plan weitermachen, was wir hatten. Ja. Ich höre immer Babygeschrei.
Machen die das vielleicht extra? Diesen, sage ich mal, so gesehen Babyschrei. Ist hier jemand vielleicht drin? Frag mich immer noch, was es hier sein soll. Ach, guck mal. Oh, hier gibt's neue Sachen. Okay, das nächste Mal wissen wir Bescheid, dass wir Dorothy verschont werden. So. Warte mal. Wir müssen, glaube ich, erstmal nach oben. Erstmal herstellen. Hier, Erkältung. Nein, da haben wir wieder zu wenige. Okay. Okay, wer von denen? Okay, die beiden haben. Dann gehen wir zuerst mal zu Dr. Svenzi. Das hört sich so komisch an, wenn ich das ausspreche. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Was ist mit Ascalon Club? What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. Ich bin einem von ihnen begegnet. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skulls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Dürfte Lady Ashbury mehr darüber wissen? Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Da bin ich nicht mehr so sicher. Kennen Sie eine alte Bridget? Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire? I would appreciate an introduction, if that's the case. Sie ist nicht der Art, glaube ich, von Vampir. Ich habe Harriet Jones gefunden. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skull. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Will da irgendwie so eine Art Vampirforschung hierhin machen oder was soll das? Ich glaube, das wäre auch keine gute Idee, Harriet hierher zu holen. Weil sie meinte ja, dass sie Hunger auf Fleisch und so ein Kram hat. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species.
We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Irgendwelche Forscher in der Bruderschaft? Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Okay. Wir haben gar keine Informationen über ihn, fällt mir gerade ein. Gar keine. A pleasure as always, Edgar. Gar keine. Wir wissen ja gar nichts über ihn. Kommt das noch später dran? Ich glaube, jeder Unterstützer, wir haben hier 4 Unterstützer, jeder von denen müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich glaube, die Entscheidung war schon richtig. Weil, guck mal, alle leben noch. Wahrscheinlich wird es erst, wenn wir geschlafen haben, irgendwelche Auswirkungen haben. Hier, den haben wir getötet, also den haben wir ausgesaugt. Aber sonst ist hier auch alles gesund. Ich wollte sie nicht sterben lassen. Ich dachte aber, wenn wir sie irgendwie, weiß ich nicht, vergessen lassen mit Dingsen, dann würde sie überleben, aber anscheinend nicht. Und hier haben wir erstmal alle gesund gemacht. Das heißt, die Unterstützer können sterben. Ich würde so gerne mal da It's locked, reingehen. all right. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? Ich habe einen interessanten Sky kennengelernt. I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget. Peculiar name. I've never heard of her. Sky könnten friedlich sein. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Sie verstecken sich vor allem und jedem. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. Ich muss sagen, sie wirkt irgendwie so wie ein Roboter fast. Sie wirkt sehr gefühlskalt. Also habe ich das Gefühl, dass sie gefühlskalt mehr oder weniger ist. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? Wer ist der wahre Mörder? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans. Wissen Sie, wer es sein könnte? Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Okay, tschüss. Goodbye for now, my lady. Mein Gott, sie hat ja noch weniger Informationen gegeben als Svenzi oder Svenzi oder wie der immer heißt. Less resignation and more determination. I know I can count. I wish I could say the same for the others.
look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have. Okay, haben wir. Dann gehen wir mal hier lang. Ich glaube, das nächste wird hier in der Gegend abspielen. Wie gesagt, ich hoffe das ein bisschen. Weil wir da halt noch nicht waren. Ach, die rauchen. Können wir da nicht hoch oder so? Oh, genau. Ich weiß, wofür der Schlüssel vielleicht ist. I cannot enter. Okay, doch nicht. Ja, aber irgendwie muss man doch da reinkommen, oder nicht? It's locked. Schade. Ich will so gern diese romantische Beziehung von den beiden sehen. Without the bombs, but no less dangerous. Be grateful for his luck instead of taking out his frustrations on everyone. Weil da ist Loot drinne und ich will den Loot drinne haben. It's locked, all right. Naja, okay, können wir nichts ändern. Aber ich muss sagen, die Musik ist schön. Die ist wirklich schön. Oh. Oh, du bist das. So. Okay, müssen in der Richtung gehen. Okay. Lass mal hier überall durchsuchen. Könnte Loot drin sein? Aber das Blut geht da oben hin. Die Frage ist, 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Okay. There's been a fight here. Es hat sich ein heftiger Kampf zugezogen hier. Aber hier gibt es wieder eine Menge Loot. Aber eine hübsche Wohnung hier. Wenn das nicht zu viel wäre. This window was shattered with violent force.
Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ah, kann ich ja auch nicht sagen. Ich bin kein Experte.